melden uns mal wieder und mal nicht von unserem schwimmenden Zuhause. Wir haben uns das letzte Jahr eigentlich sehr auf Segeln konzentriert und dabei ist ein bisschen was liegen geblieben, denn wir müssen uns auch mal wieder um den LKW kümmern. Das ist ja immer noch unser Zuhause und wir machen neue Polster, müssen den Durchgang ein bisschen erneuern und so ein paar Kleinigkeiten stehen noch an. Ja, Andrea macht gerade die Polster neu. Die sind nämlich auch schon durchgesessen mittlerweile. Ist halt alles auch schon 5 Jahre alles alt. Und ich kümmere mich jetzt um den Durchgang. Also dieser Durchgang vom Fahrerhaus in die Fahrerkabine. Den haben wir nämlich aus Neopren damals gebaut. Was auch wirklich eine gute Entscheidung ist. Wir hatten halt damals überlegt, ob wir LKW-Plane nehmen oder so eine Ziehharmonika machen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und wir hatten halt uns für Neopren entschieden, weil das dehnt sich halt schön und das isoliert auch ganz gut. Und es ist halt, aber die Struktur ist halt recht empfindlich, auch wenn man da irgendwo hinterhackt. Und deswegen hatten wir so eine Kaschierung drüber geklebt. Das ist eigentlich so eine Art Jersey-Stoff, so ein stretchiger Stoff, um das so ein bisschen zu schützen. Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen abgelöst. Ich kann das ja gleich mal zeigen. Und auch der Übergang, wo halt dieser Durchgang dann an der Fahrerkabine festgemacht ist, da ist diese Dichtung nicht mehr so optimal. Da kommt ein klein bisschen Regenwasser mittlerweile durch. Und ja, das wollen wir eigentlich alles mal neu machen. Wir haben hier noch ein bisschen Neopren. Und damit fangen wir gleich mal an. Und dann nehmen wir die Kamera mal mit und zeigen, was wir hier noch so machen jetzt in den nächsten Tagen. Was mir gerade aufgefallen ist beim Freiräumen, was wir letztens auch schon machen mussten, wir mussten so einen Druckschlauch reparieren. Das war ein bisschen blöd, weil mitten auf der Straße ist uns der Schlauch hier im Innenraum, wir haben halt luftgefederte Sitze und die funktionieren mit Druckluft. Und da ist ein Druckluftschlauch, weil der schon recht porös war, einfach geplatzt. Und wir hatten zum Glück so eine Schnellreparaturschellen. Damit hat es richtig cool geklappt. Sollte eigentlich nur ein Provisorium sein, aber ich glaube, mittlerweile bleibt das so. Weil das empfiehlt sich auf jeden Fall dabei zu haben, solche Schellen. Einfach rangesetzt, kleinen Schlauch verlängert und alles war wieder dicht. Funktioniert top. Ich habe mir so überlegt, weil ich jetzt sowieso gerade dabei bin, ich mache die Dichtung auch einen kleinen Tick dicker. Ich hatte die sonst immer nur auf einer Seite dran. Ich klebe jetzt an beiden Seiten Dichtung. Dadurch bekomme ich halt auch ein bisschen mehr Abstand, weil wir hatten nämlich auch festgestellt, wenn wir so im Gelände sind, wenn er sich richtig doll verschränkt, also so, dass fast ein Rad in der Luft ist, dann löst sich halt, der ist ja mit Gummibändern und fest der Durchgang immer schon so ein bisschen ab und war halt offen. Und ich hoffe einfach, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Dichtung dazwischen mache, dass dann da ein bisschen mehr Flexibilität drin ist. Aber ansonsten sind wir mit unserer Neoprenlösung halt voll zufrieden, weil es hat jetzt 5 Jahre gehalten und da kann man das schon mal erneuern. Es ist halt auch nur, dieses Neopren ist halt platt gedrückt an diesen Dichtungen, deswegen dichtet das halt stellenweise nicht mehr ab. Ähm, ansonsten, ja, also wir würden es immer wieder so machen. Wenn das interessiert, wir haben auch ein Video mal gemacht vor ein paar Jahren, wie wir den Durchgang gebaut haben. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr darüber erzählt. Also ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, es ist schon eine Weile her. Aber wer will, kann ja gerne mal reingucken. Ich kann ja das Video mal verlinken. Das mit der neuen Dichtung kleben hat gestern alles super geklappt. Das müsste jetzt fertig sein. Kleber ist auch trocken. Das können wir nachher zumachen. Und ob es dicht ist, sehen wir dann beim nächsten Regen. Aber das schaut alles ganz gut aus. Jetzt haben wir noch ein paar andere offene Sachen, was noch gemacht werden muss. Das ist einmal, wir haben ja so ein Wärmetauschersystem, dass wir hier mit Motorabwärme können wir im Koffer warm Wasser machen. Und da ist so eine kleine Pumpe, die den zweiten Kreislauf antreibt und die war kaputt. Die hatte ich jetzt einmal ersetzt. Jetzt muss ich das ganze System einmal belüften. Das ist ein bisschen aufwendig, weil ich vergessen habe, als wir das Ganze gebaut haben, hätte ich hier so ein Entlüftungsventil mit einbauen müssen. Und jetzt muss man halt immer nachkippen, Schlauch abziehen, und bis man das ganze System entlüftet hat. Da bin ich gerade noch bei. Und parallel haben wir jetzt an der Elektrik auch noch ein bisschen was gemacht. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant, das kann ich noch mal erzählen und zeigen. Das ist nämlich die Batterie, die haben wir erweitert. Ja, ich denke, das mit der Batterieerweiterung könnte für einige auch ganz interessant sein, weil wir hatten halt bisher also 26 Volt und 200 Ampere-Stunden Batterie drin. Und die ist jetzt auch schon 4, 5 Jahre alt. Und jetzt wollten wir halt das ganze System erweitern und ich wollte halt eine größere gerne bauen. Und jetzt haben wir noch eine 26 Volt, 320 Ampere-Stunden. Da ist das halt Problem, wie schaltet man die halt zusammen?
vor dem bestanden, weil ich kann die halt nicht einfach parallel schalten, weil würde ich sowieso nicht machen mit Batterien, finde ich nicht so cool, weil immer Ausgleichsströme hin und her fließen und dadurch beeinträchtigt man natürlich auch die Lebensdauer der Batterie. Deswegen haben wir halt ein bisschen überlegt, wie wir das machen, und wir haben das jetzt mit Dioden, also so Art Dioden eigentlich. Wir haben so eine MOSFET-Schaltung gemacht, damit wir sicherstellen, dass der Ladestrom immer nur in eine Batterie fließt und nicht von Batterie zu Batterie. Also ich kann das ja mal aufmalen, dann kann man das vielleicht besser sehen und verstehen. Ein kleines Problem gab es bei dem Aufbau aber noch. Unser MPPT-Regler ist für 12, 24 und 48 Volt geeignet. Er ermittelt automatisch, welche Spannung am Batterieanschluss anliegt. Da der Lithium-Akku jetzt aber nicht mehr direkt angeschlossen ist, sondern der Eingang vom MOSFET, findet der MPPT-Regler keine Spannung, auf die er regeln kann. Das hat leider dazu geführt, dass die Spannung am Ausgang des MPPT-Reglers gegen Null gefallen ist, sobald die Solarpaneele keine Leistung mehr gebracht haben. Als Elektroniker hatte ich natürlich sofort eine Lösung parat. Wir brauchen eine Rückkopplung, um das Problem zu lösen. Somit ist eine Diode im Manhattan-Style vom Ausgang des MOSFETs auf den Eingang dazugekommen. Dadurch bekommt der MPPT-Regler eine Spannung vorgegeben und kann unsere Akkus aufladen. Wir hätten uns natürlich auch einen anderen MPPT-Regler zulegen können, aber das Nachrüsten einer Rückkoppeldiode ist wesentlich günstiger und eine praktische Lösung. Ja, und durch den zusätzlichen Ladebooster, den wir jetzt verbaut haben, fließen halt jetzt von unserer Starterbatterie bzw. von der Lichtmaschine 5 bis zu 50 Ampere in den Innenraum, dann, um unsere Kofferbatterien zu laden. Das war halt bisher nicht der Fall. Und ich habe halt das Originalkabel, war ja mal ein Funkkoffer, und dadurch war viel Elektronikkram da drin. Und das Originalkabel liegt da noch drin, und ich weiß nicht, das ist 6 Quadrat, 8 Quadrat, das sieht ziemlich dünn aus. Und darüber 50 Ampere zu schicken, ist halt nicht so cool, sollte man nicht machen. Ich habe es halt schon im Testaufbau ausprobiert und es wird auch gut warm, das Kabel. Deswegen muss ich jetzt einmal ein neues Kabel reinziehen. Und was ich dann auch gleich mache, ich sichere das halt vernünftig ab. Das haben sie halt damals auch nicht gemacht. Die haben halt von der Starterbatterie das Kabel gleich in den Innenraum reingeworfen und dann nicht mal eine Sicherung zwischengepackt. Das ist natürlich auch nicht so cool. Wenn das irgendwo durchscheuert, dann ist natürlich auch absolute Brandgefahr. Und deswegen machen wir das gleich vernünftig. Ziehen jetzt einmal das alte Kabel raus und dann lege ich da ein neues rein. Ich glaube 16 oder 25 Quadrat. Das muss ich mir gleich nochmal raussuchen. Eine weitere wichtige Sache, die wir auch noch erledigen mussten, war das Ersetzen der Reifen. Die alten hätten wir zwar noch fahren dürfen, aber für unser Wohlbefinden waren sie schon zu weit abgefahren. Außerdem haben sie auch schon einen leichten Sägezahn gebildet, den man deutlich beim Fahren gemerkt hat. So, in der Zeit, in der die Luft entweicht, gehe ich schon mal den neuen Reifen holen. Der liegt nämlich nach unten. Ich hätte auch runterfahren können, aber bevor ich das Auto startklar mache, rolle ich den kleinen Reifen lieber hoch. Wir ziehen übrigens wieder die gleichen Reifen drauf, die wir schon hatten. Das sind Continental MPT 81. Und damit waren wir eigentlich ganz zufrieden. Die sind halt nur schon ziemlich runter, und der eine, das Ersatzrad, ist halt kaputt. Da haben wir uns damals in Montenegro einen Holzflock eingefahren. Und den wollten wir schon mal tauschen. Den hatten wir jetzt, glaube ich, 2 Jahre dran, sind wir den haben zum Glück aber nie gebraucht. Hier ist übrigens der besagte Flicken. Was jetzt wichtig ist, ist halt Reifen, Felge, alles ordentlich sauber machen, und dann haben wir auch nochmal so eine Matsche, mit der wir das schön einschmieren, damit das schön flutscht, und dann bauen wir das Ganze wieder zusammen.
Ich habe ein Spanngurt rumgemacht, damit sich die Flanken randrücken, sonst kriege ich das auch nicht ordentlich abgedichtet. Und ja, jetzt das Ventil hatte ich auch noch draußen, das schraube ich jetzt noch rein, weil dann geht mehr Luft rein. Jetzt sitzt die Flanke dran und jetzt kann Luft drauf. Mal gucken, ob alles hält. Brauchst du nicht mehr treten. Nicht mehr? Nee. Los, wenn ich sage jetzt, dann treten wir einmal. Jetzt. Leicht. Wieder runter? Ja.